Hallo und herzlich willkommen. Ich würde euch ganz gerne unser Antcube Starter-Set Gips vorstellen. Aufgrund der vorgefertigten Kammern und Gänge ist dieses Set für diverse Arten geeignet. Insbesondere für Arten, die halt in sehr sandigen oder steinigen Böden ihre Nester bauen. Gips hat die Eigenschaft, Wasser aufzunehmen, so dass eine gewisse Menge an Feuchtigkeit gespeichert wird. Trotzdem sollte das Gipsnest nicht unter dauerfeuchte Belastung verwendet werden. Es besteht das Risiko von Schimmelbildung. Gips an sich ist ein mineralischer Stoff, der so Mikroorganismen, speziell halt auch Schimmelpilzen, keinen Nährboden bietet. Gips selber kann daher nicht schimmeln. Trotzdem ist aber auf Gipsoberflächen die Ansiedlung und Ausbreitung von Schimmel in dauerhaft feuchten oder durch Verunreinigungen belasteten Nestbereichen möglich. Als Lebens- und Nahrungsgrundlage dienen den Pilzen in diesem Fall organische Abfallstoffe, ja, also so Futterreste und Exkremente. Daher sollten hier möglichst Arten aus etwas trockenen Regionen gehalten werden. Das wären so zum Beispiel Arten aus mediterranen oder Wüstenregionen, die im Boden zwischen Sand und Stein ihre Nester bauen. Aber auch viele Arten aus mitteleuropäischen Regionen, welche gerne in sandigen oder steinigen Bodengrund graben, wie zum Beispiel Lasius niger, können natürlich auch in diesen Gipsnestern gehalten werden. Nicht geeignet sind so sehr feuchtigkeitsliebende Arten, wie zum Beispiel Arten der Gattung Manica oder Myrmica. Ja, diese Arten, die leben ja dann überwiegend in so Feuchtwiesen, also beziehungsweise haben ihre Nester dort. Und diese Arten sollten dann doch besser in Bodengrund, Wiese oder in Dickfixplatten leben. Zunächst einmal haben wir hier die Arena. Die Arena dient als Auslaufbereich für die Tiere. Das heißt, sie können hier ihre Abfälle rausbringen aus dem Nest, beziehungsweise auch ihre Futtermittel und Wasser dann ins Nest transportieren. Das Ganze ist hier versehen mit so einem Ausbruchsschutzrahmen. Wir haben noch diese Abdeckung, die kommt dann hier oben rauf. Und auf die Abdeckung kommen halt hier solche Stopfen- oder Gittereinsätze. Und als Farm verwenden wir hier diese Farmgröße L 20x20, wo dann halt dieses Gipsnest hineinkommt. Das Ganze wird verbunden mit so einem Schlauch hier. Der Schlauch wird dann mit dem Becken verbunden, mit so einem Beckenschlauchverbinder. Dann haben wir noch diesen Bodengrund Sandlehm, der kommt in die Arena rein, dass die Tiere einfach die Möglichkeit haben, also nicht, dass sie auf diesen Glasboden laufen, dass sie halt ein bisschen natürlichen Bodengrund haben. Dieses Material kann man aber auch verwenden, um zum Beispiel in diesem Gipsnest so einzelne Kammern zu verschließen. Ja, da komme ich später nochmal drauf zu. An sich sind Ameisen sehr saubere Tiere, die ihre Abfälle aus dem Nest tragen. Trotzdem kommt es vor, dass Ameisen ihre Abfälle im Nest lagern. Ja, also gerade bei Kleinkolonien, die in einem großen Nest leben, kommt sowas häufig vor. Um hier die Abfallbildung zu minimieren, sollten bei fertigen Nestsystemen, wie wir es jetzt hier bei diesem Kork oder Gips haben, den Tieren zunächst einmal nur ein kleiner Bereich angeboten werden. Die Zugänge zu den anderen Kammern können dann mit passendem Bodensubstrat versperrt werden, so dass die Tiere erst mit dem Wachstum der Kolonie die anderen Kammern und Gänge öffnen und dann für sich nutzen. Ja, als weiteres Zubehör haben wir hier zum Beispiel das Thermohygrometer zum Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wir haben hier das Ausbruchsschutzöl. Dann zum Auftragen von dem Öl verwenden wir immer ganz gerne halt diesen Schwamm. Passende Futtermittel. Wir haben hier noch eine Tränke, einen Futterspender, eine Lupe, um sich halt bestimmte Tiere oder andere Sachen halt im Detail nochmal anzuschauen. Eine Federstahlpinzette zum Greifen der Tiere, ohne sie zu verletzen. Wir haben noch eine Kunststoffpinzette. Damit können wir dann feste Objekte greifen, also wenn zum Beispiel Abfälle rumliegen oder andere Sachen, die vielleicht aus der Anlage sollen, kann man die ganz gut verwenden. Eine Pipette zum Befeuchten, gerade jetzt hier bei der Farm ist es ganz praktisch. Wir haben noch verschiedene Stopfen- und Gittereinsätze und Kappen, um das Ganze halt zu verschließen. Und dann gibt es hier halt auch noch so eine rote Folie. Das ist dafür da, dass die Tiere, also es kommt dann hier nochmal so davor, damit die Tiere so ein Tagegefühl haben. Ja, also so, dann ist die Chance immer besser, dass die Tiere dann auch so ein bisschen nach vorne gehen. Ja, wie das Ganze zusammengebaut wird, das würde ich euch jetzt mal zeigen. Zunächst einmal befüllen wir die Arena mit dem Bodengrund Sandlehmweiß. Dabei ist zu beachten, dass wir wirklich nur so eine hauchdünne Schicht von 1 bis 2 mm einfüllen. Bei zu viel Bodengrund besteht die Gefahr, dass die Tiere sich in die Arena eingraben und nicht in die dafür vorgesehene Farm- bzw. Nestbereich. Jetzt setzen wir das Nest in die Farm ein. Dazu halten wir die Farm leicht schräg.
Jetzt verschrauben wir den Beckenschlauchverbinder mit der Arena. Dann wird der Schlauch dort eingesteckt und mit der Würgeschraube vorne fest verschraubt. Jetzt schieben wir das Schlauchende in die Buchse der Farm, um diese damit zu verbinden. Mit den einzelnen 27 mm Stopfen und der 16 mm Gitterkappe verschließen wir die noch vorhandenen Öffnungen an der Arena und der Farm. Nun befüllen wir die Tränke mit Wasser und geben Futter in den Futterspender. Diese platziere ich dann hier vorne in den vorderen Bereich der Arena. So kann ich mal am besten kontrollieren, ob die Tränke vielleicht leer ist, genug Futter vorhanden ist oder vielleicht der Futterspender eventuell gereinigt werden muss. Wenn in der Arena jetzt soweit alles fertig ist, befestige ich das Thermohygrometer an der Rahmenunterseite. Dazu löse ich die Klebefolie, also bzw. Schutzfolie der Klebefläche. Achte darauf, dass das Thermohygrometer an der Rahmeninnen, nicht an der Außenkante befestigt ist. Sonst passt der Rahmen nämlich nicht auf die Arena. Aber Achtung, es gibt wirklich nur einen Klebeversuch, da dieser Kleber extrem gut hält und schwer abzulösen ist. Den Rahmen bestreichen wir mit dem Ausbruchschutzöl. Dazu kann man unseren mitgelieferten Schwamm verwenden oder ihr nehmt einfach so ein Haushaltstuch oder mit dem Finger könnt ihr das Ganze natürlich auch auftragen. Wichtig wäre, dass ihr hier wirklich nur einen ganz dünnen Film auftragt. Nun setzen wir den Rahmen auf den gummierten Rand der Arena auf. Schaut nochmal nach, ob wirklich alles dicht abschließt. Theoretisch wäre jetzt die Anlage schon sicher. Ja, also die Tiere können hier erstmal nicht mehr entweichen. Um ganz sicher zu gehen, haben wir hier noch eine Glasabdeckung mit 2 austauschbaren Einsätzen. Was ist bei der Befeuchtung zu beachten? Diese Art hier, die kann halt wirklich in einem sehr trockenen Nest leben. Sie transportiert selber halt das Wasser, was sie benötigt, aus der Tränke heraus dann zum Nest. Wenn ihr aber Arten habt, die es etwas feuchter benötigen, ja, dann solltet ihr die Befeuchtung am besten von oben mit einer Pipette durchführen. Hier sollten wirklich nur wenige Tropfen verwendet werden, sodass wirklich nur die oberen Kammern, also da, wo die Kolonie dann auch lebt, etwas befeuchtet sind. Was auch anhand von der Verfärbung von hell auf dunkel deutlich zu sehen ist. Wasser löst den Gips nach einiger Zeit. Besser immer sehr weiches Wasser wie Regenwasser, Osmosewasser oder stilles Wasser oder nicht salzhaltiges Mineralwasser verwenden. Ja, jetzt ist die Anlage hier soweit fertig und wir können die passende Kolonie einsetzen. Jetzt können wir beobachten, wie die Tiere langsam ausziehen. Es wäre noch darauf zu achten, dass der Bodensubstrat auch leicht angefeuchtet wird. Also ihr könnt ihn mit einer Sprühflasche oder mit ein paar Tropfen mit der Pipette nochmal so aufträufeln. Der Sand darf halt jetzt nicht so staubig sein, weil das wäre sonst auch nicht so gut für die Tiere. Die Ameisen werden nach einiger Zeit auch selber das Gipsnest erweitern, indem sie kleine Stücke aus dem Gips heraustragen. Insofern kann die Kolonie hier das Nest später nach eigenen Bedürfnissen erweitern. Unser Gipsnest besteht aus Naturgips und enthält halt keine Zusatzstoffe, die jetzt für die Ameisen schädlich bzw. gefährlich sein können. Ja, wenn die Kolonie dann soweit ausgezogen ist, hier aus dem Neströhrchen, also rüber in das richtige Nest, dann könnt ihr dieses Neströhrchen natürlich auch rausnehmen. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video war für euch hilfreich und interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.